Nach dem ersten Weltcup der Saison in Maniago, das Video dazu findet ihr hier, das war das letzte Video, hieß es dann, ja, erstmal wieder zu Hause ankommen, Ordnung reinbringen in das ganze Chaos, was man nach so einem Rennwochenende hat, arbeiten am Wochenende, dann dazwischen, also danach, stand noch mal ein kleines Trainingsrennen mit dem BVS Bayern an, Zeitfahren in beiden, lief auch richtig gut und dann hieß es schon wieder ab ins Auto, langer Roadtrip Richtung Ostende, Belgien an der Küste. Das ist auch ganz in der Nähe von dem Ort, wo ich damals mein erstes Paracycling-Rennen, mein internationales Debüt sozusagen gefahren bin, wo mich der Tom begleitet hat. Wir waren mit der ganzen Nationalmannschaft wieder im Hotel Vallamundo einquartiert. Blick direkt aufs Meer und direkt an der Rennstrecke. Vom Ablauf war es genau wie ich es im letzten Video erklärt habe. Typischer Weltcup-Rennverlauf. Das heißt, es war wieder Streckenbesichtigung am Mittwoch. Diesmal bin ich auch erst am Mittwoch angereist. Am Donnerstag ging es dann wieder los mit den Handbikern und den Dreiradfahrern. Freitag war dann das Zeitfahren. Da muss ich sagen, ja, war ich nicht so zufrieden, hatte mir einfach vor allem nach der guten Leistung beim Trainingszeitfahren in Weiden die Woche davor ein bisschen mehr erhofft, so von meiner Leistung her, wobei ich mich im Vergleich zum letzten Jahr trotzdem noch deutlich gesteigert habe. Wurde dann, glaube ich, 14. oder so und dann stand wieder entspannte Runde auf belgischen Straßen mit der ganzen Zweirad- und Tandem-Crew am Samstag an, während die Handbiker und die Dreierfahrer dann ihr Straßenrennen hatten und am Sonntag, da stand dann das Straßenrennen für uns an, war ein mega hartes Rennen. Es wurde wirklich von der ersten Runde direkt losattackiert. Es sind dann 2 Leute vorne rausgefahren. Unter anderem der Franz Josef, den habe ich hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Wirklich, also größten Respekt, mega geiles Rennen gefahren und voll verdient dann letztendlich auch in der Ausreißergruppe die Silbermedaille geholt. Also ultra stark. Hinten in der verbleibenden großen Gruppe wurde dann auch jedes Mal, es ging so durch so einen engen Stadtkurs, wurde immer voll rausattackiert. Da bin ich dann relativ lang noch mitgefahren und dann hat sich die Gruppe aber weiter aufgesplittet und ich war dann irgendwie in der erst zweiten und dann dritten Verfolgergruppe, bin dann ein paar Runden am Schluss nochmal alleine gefahren, wurde dann nochmal von hinten eingeholt und dann gab es nochmal einen kleinen Sprint um Platz 11. Ich bin dann 12. geworden. Ja, insofern war ich da an sich mit meiner Leistung wieder deutlich zufriedener als beim Zeitfahren. Platzierung, klar wünscht man sich natürlich immer, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, noch ein bisschen weiter vorne zu landen, aber ich glaube, in dem starken internationalen Feld kann ich mit dem 12. Platz auf jeden Fall soweit zufrieden sein. Das war die kleine Zusammenfassung vom Weltcup in Ostende. Was ich mal bei der Gelegenheit auch noch ansprechen wollte, ist so das Thema, welche Rennkategorien, welche Rennarten quasi gibt es überhaupt. Ich spreche ja immer vom Zeitfahren. Das ist also die Art von Rennen, wo man alleine für sich startet, so meistens im 30-Sekunden-Takt starten quasi alle Athleten auf die Strecke und dann fährt man halt eine gewisse Distanz einfach so schnell wie möglich. Das heißt, da spielt sowas Taktisches wie Windschattenfahren, wann attackiere ich und so eben keine Rolle, da fährt jeder für sich. Und dann gibt es die Straßenrennen, wo eben alle gleichzeitig starten und ganz besonders gibt es dann natürlich jeweils am Sonntag meistens für die Handbiker noch die Team Relay, also eine Art Staffelrennen, wo eben 3 Athleten aus verschiedenen Handbike-Klassen und sogar Frauen und Männer gemischt eine gewisse Distanz eben bestreiten müssen, immer Runden fahren müssen und sich da dann ablösen. Was auch noch interessant ist, teilweise werden die Rennen ja gemeinsam gestartet, dass also mehrere Radklassen gleichzeitig auf der Strecke sind, also beziehungsweise mehrere Klassen einer Radgruppe. Also dass beispielsweise die C4er und die C5er gleichzeitig auf der Strecke sind, teilweise sogar noch mehr Klassen, C1 bis C5 kommt durchaus auch vor und deshalb gibt es im Paracycling die verschiedenen Helmfarben, das heißt je nach Klasse gibt es verschiedene Helmfarben. Umständlich erklärt. Da ist beispielsweise in meiner Klasse der C5 die Helmfarbe rot, bei den Frauen ist es genauso, also C5 rot, C4 weiß, C3 blau, C2 schwarz und C1 dann gelb und das gibt es dann eben in den anderen Radklassen genauso, also die Männer-Tandems haben zum Beispiel rot, genauso die T2-Fahrer männlich, die T2-Fahrer weiblich haben dann, glaube ich, weiß, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich erstelle da mal eine schöne Grafik, wo ich das alles nochmal
aufzeigt. Ganz genau weiß ich es jetzt gerade auch nicht bei allen Radklassen auswendig, aber nur das jedes Mal gehört habe, dass man da eben durchaus auch auf die Helmfarbe achten kann, weil es schon sonst teilweise unübersichtlich wird. So viel zu meinen ersten 2 Weltcups, quasi Magnago in Italien, jetzt Ostende. Damit ist die Straßensaison soweit für mich eigentlich auch schon, zumindest die erste Saisonhälfte, erstmal durch. Jetzt liegt der Fokus auf der Bahn. Da werde ich euch sicherlich auch nochmal mitnehmen. Aber ja, jetzt gilt es erstmal wieder alles sammeln, Fokus auf die Bahn, schauen, dass das ganze Material da ist, alles vorbereiten und dann ist das nächste große sportliche Ziel natürlich die Qualifikation für die Bahn-WM in Glasgow im August. Haut rein, bis dahin!